Panel. Wir kommen jetzt von viel visuellen Themen, ja, immer wieder hat auch Audio eine Rolle gespielt, zu 4 Experten in der Beschallungsprojektierung. Auch eine schöne Begrifflichkeit. Sehr akustikaffine Persönlichkeiten, die sich schon lange kennen, stehen hier vorne bereit und wir gehen rein in das Panel Wohlklang und Alarmierung, Beschallungsplanung im Spagat zwischen Entertainment und Ernstfall. Bitte euer gemeinschaftlicher Applaus für unsere 4 Panelisten. Moin. Euer am Start, hi. Und Ansel. Ich glaube, du musst das noch mal eingenommen. Schön, euch da zu haben. Ihr habt euch ja eingegroovt, unter anderem gestern Abend beim gemeinsamen Abendessen, habe ich schon gelernt. Ja. Ganz viele Jahre, die ihr euch schon untereinander kennt. Das ist auch immer so eine spezielle Aufgabe für mich als Moderator, dann hier mit dabei sitzen zu dürfen. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass wir von eurer Expertise profitieren. Und für alle, die die 4 noch nicht kennen, einmal ganz kurz die Vorstellung. Direkt neben mir sitzt Anselm Görz. Sein Unternehmen, seine Firma IFA Akustik. Er ist promovierter Elektrotechniker mit Spezialgebiet technischer Akustik und lehrt eine Beschallungstechnik an der TU Berlin und ist auch Autor für Production Partner. Schön, dass du da bist, lieber Anselm. Ja. Ja, das Akustische klappt. Ja. Daneben haben wir Rüdiger Aue, Projektleiter Medentechnik bei Grana und Partner, hat 25 Jahre für einen großen Integrator auch gearbeitet und in der Praxis Beschallungsplanung mit eingebracht und da eine Menge Expertise. Schön, dass du da bist, lieber Rüdiger. Dankeschön. Und Holger Weidkemper ist da, Betreiber des AIR Ingenieurbüros, steht für Akustik im Raum und beschäftigt sich seit 30 Jahren mit allen Themen des Schallschutzes, der Bau- und Raumakustik und der Medientechnik. Schön, dich da zu haben, lieber Holger. Hallo. Und da vorne zum Abrunden Thomas Steinbrecher, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Steinbrecher, 30 Jahre Erfahrung in der Pro-Audio-Branche und auch in der Normung für Notfallwarnsysteme und Sprachalarmanlagen unterwegs. Ja, musst du selber nochmal so, ja, das alles gehört zur Expertise. Schön, dass du da bist, Thomas. Und Anselm, mit dir starten wir jetzt mal rein, um das ganze Thema aufzumachen. Beschallungsplanung. Haben wir gesagt, Simulation von Beschallungssituationen ist da noch so ein Stichwort. Beschreib uns doch mal, um alle abzuholen, was bedeutet Beschallungsplanung überhaupt? Ja, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil eigentlich wollte Holger wollte das machen. Ja, hey, ich bin so nah an dir dran. Ja, ja. Genau das. Und so habe ich es auch hier stehen. Du hast schon gedacht, wann komme ich denn jetzt ins Spiel? Nee, ich habe mir kurz die Stichwörter für Anselms Vortrag überlegt. Also wir können das relativ spontan machen. Ich meine zusammen vielleicht 120 Jahre hier. Also wir können es auch tauschen. Von daher, aber ich bin gerne bereit, diesen Part zu übernehmen. Was ist denn jetzt deine Frage? Die Beschallungsplanung. Hol uns da mal ab. Was haben wir darunter zu verstehen? Alles klar. Also ich denke, für viele, die hier im Auditorium sitzen, ist es grundsätzlich quasi ein alter Hut. Also der Bereich ist ja relativ breit, relativ fett. Man kann anfangen von statischen Überlegungen, man kann sich Gedanken über die Energieversorgung machen, man kann sich Gedanken über die Optik machen. Viel zu viel, um das in irgendeine Stunde zu pressen. Wir werden uns deswegen ein Stückchen den Scope eingrenzen, ein Stück konzentrieren auf Simulationssoftwaren, auf die Nutzung, auf die Anwendung des Ganzen. Und wenn man sich mal so den Markt anguckt, muss man ja eigentlich sagen, wenn man Softwaren betrachtet, es gibt 2 Typen mehr oder minder, die es gibt, die genutzt werden. Das ist einmal vielleicht der Typ 1, der mehr oder minder so eine Direktschallsimulation macht und die Informationen für den Raum, die Raumakustik in der Gesamtbeurteilung, der Gesamtberechnung komplett außen vor lässt. Und im Gegenzug dazu gibt es natürlich Typ Nummer 2, der auch diesen Aspekt betrachten kann. Wenn man das mal kurz versucht zusammenzufassen, dieser Typ Nummer 1, den kennen eigentlich alle Beteiligten, die im Eventbereich unterwegs sind, alle, die irgendwie mit Beschallung was zu tun haben. Das sind typischerweise die Tools, die von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden. Da kann man ganz klare Ideen kriegen, wie konfiguriere ich mein System. Ziel ist letztendlich, die Energieverteilung auf den Hörerflächen sinnvoll zu verteilen. Der Typ Nummer 2 hat dann schon einen etwas komplexeren Anspruch. Also hier ist es das Ziel, absolute Werte zu kreieren. Wie viel
Pegel schaffe ich auf meinen Hörerflächen, bei welcher Sprachverständlichkeit, auch unter der Berücksichtigung der raumakustischen Aspekte eigentlich. Wenn man sich das so ein bisschen zusammensetzt, ist klar, in dem Raum oder in dem Berechnungstyp 2 muss man noch sehr, sehr viel mehr Informationen einfüttern. Da muss die Raumakustik in das Berechnungsmodell rein, da muss aber auch eine sehr viel höhere Detaillierungsidee rein, was die Beschallungssysteme angeht. Es reicht dann halt nicht nur zu sagen, ich habe das Lautsprechermodell XY, ich muss mir auch überlegen, was kann denn der Verstärker da eigentlich hinterher? Diese beiden Aspekte werden wir gleich noch mal näher betrachten und vielleicht abschließend, wieso machen wir das eigentlich? Ist ja eigentlich ein alter Hut. Also ich meine, ja, technisch gesehen, man hätte wahrscheinlich so eine ähnliche Diskussion auch schon vor 15, 20 Jahren machen können, aber wenn man sich mal global Projekte anguckt, und ich glaube, alle, die wir hier sitzen, haben einen relativ hohen Durchsatz an Bauprojekten, an Installationsprojekten, dann stellt man doch fest, dass dieser Aspekt des Hörens, der Akustik, immer einen sehr, sehr nachrangigen Aspekt hat. Also Optik ist das Erste, was passiert. Klimatisierung, okay, da können wir auch noch drüber sprechen, ist wichtig, weil es kostet auch Geld. Aber ganz zum Schluss, da irgendwo hinter, kommt mal so ein Gedanke an Raumakustik und dahinter kommt auch irgendwo mal ein Gedanke vielleicht an, wenn ich Lautsprecher einsetze, unter welchen Bedingungen, mit welchem Ergebnis setze ich die ein. Und dieser akustische Aspekt ist, wie gesagt, aus meiner Sicht sehr, sehr nachrangig. Und ich denke, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das notwendig ist, zeigen dann eigentlich Anfragen, wie gerade heute Morgen noch. Man baut ein großes Schwimmbad und hat ernsthaft nicht drüber nachgedacht, wie hallig wird es denn da drin? Und Punkt A, wie kann ich dem PVOler den zur Verfügung stellen? Also den Sachverständigen, der später eine Sprachalarmierungsanlage da abnehmen will. Das ist vielleicht so ein bisschen, um euch abzuholen, der Rahmen, wieso wir hier sitzen. Da mal gerade nachgehakt, was ist deine Erklärung dafür, dass es so nachrangig behandelt wird, das Thema? Ich denke, das liegt ganz viel auch vor allen Dingen an unserer eigenen Natur, also an der menschlichen Wahrnehmbarkeit. Wir haben ein paar Sinne, neben Hören, Sehen haben wir noch das Fühlen am Start und eigentlich sind wir schlichtweg optische Menschen. Und ich denke, das ist über all die Jahre, die es Medientechnik gibt, all die Jahre, über die es Beschallungstechnik gibt, hat sich das nicht geändert. Mhm. Danke nochmal fürs Deutlichmachen und dann gucke ich schon rüber zu Thomas, beziehungsweise wir haben ja gesagt, wenn jetzt zu dem, was du gesagt hast, Holger, gerade Fragen kommen, dann dürfen gerne die Hände hochgehen. Der Jörg ist auf jeden Fall auch mit einem Handmikro ausgestattet, also dass wir euch dann auch laut machen können. Ansonsten kann ich an der Stelle auch schon mal sagen, ihr werdet hinten raus auf jeden Fall noch Raum haben für Fragen, die sind noch vorgesehen, wenn wir hier mit den Themen durch sind. Ich sehe gerade da noch keine Handmeldung, dann gehe ich erstmal zu Thomas rüber. Jetzt hat Holger das weite Feld der Simulationen von Beschallungsanlagen schon mal so umrissen, hat auch deutlich gemacht, ja, dass Eingangsdaten da irgendwie wichtig sind und eine Rolle spielen für die Belastbarkeit von der Simulation. Welche Bedeutung hat denn jetzt in dem Zusammenhang genau Raumakustik? Ja, Holger hat schon richtig gesagt, die Raumakustik hat eine sehr große Bedeutung. Wenn wir Simulationen machen wollen, die belastbar sein sollen, dann ist ohne eine belastbare Eingangsgröße Raumakustik gar keine vernünftige Aussage möglich. Und viele von uns haben mit Simulationen zu tun, wo Nachweise geführt werden müssen, dass bestimmte Qualitäten erreicht werden. Und deshalb ist es bei all den Dingen, die im Raum geplant werden müssen, absolut notwendig, dass auch vernünftige Eingangsdaten dafür vorliegen. So, Raumakustik, was ist das jetzt eigentlich? Also viele von uns haben sicherlich da mehr so die Halligkeit oder der Fachterminus wäre jetzt die Nachhallzeit irgendwie so im Sinn. Das ist wie alles in der Akustik eine frequenzabhängige Größe. Der eine oder andere hier wird auch vielleicht auch schon mal Nachhallzeit gemessen haben. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Und man kann Nachhallzeit auch auf unterschiedliche Arten und Weisen in einem Simulationsprogramm berücksichtigen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wann muss ich die jetzt berücksichtigen in einem Programm? Holger hat das eben schon angedeutet. Im einfachsten Fall muss ich die Raumakustik gar nicht berücksichtigen. Ich habe nämlich einfach nur ein Design-Tool, um mein Line-Array zu konfigurieren oder um das DSP-Beam-Steering von einer digitalen Schallzeile zu optimieren. Da muss ich mir erstmal nicht unbedingt Gedanken machen, was der Raum außenrum noch an Wiedergabe dazu packt. Aber in dem Moment, wo ich den diffusen Schallanteil im Raum berechnen möchte, den Gesamtschallpegel daraus ableiten möchte und das ist so unser aller
Hauptaufgabe, wenn wir Prognosen machen im Modell, wenn ich auch die Sprachverständlichkeit berechnen möchte. Und das Thema Sprachalarmanlagen, Notfalldurchsagen, das Schwimmbad wurde eben angesprochen, da müssen mit Sicherheit auch Notfalldurchsagen gemacht werden. Da ist es notwendig, dass man im Vorfeld einen Nachweis führen kann, dass die normativ geforderten Werte dafür auch erreicht werden, und dafür muss ich auch eine belastbare Simulation machen können. Also Nachhaltigkeit ist aber jetzt im Raum auch nicht alles, was Raumakustik beschreibt. Der Raumakustiker würde jetzt sagen, ja, das ist sicherlich von allen Kenngrößen so die wichtigste Kenngröße, aber der Raumakustiker ist bestrebt, Schall im Raum so zu lenken, dass nützliche Schallanteile zum Hörer gelangen und dass schädliche Schallanteile eher vom Hörer weggelenkt oder sogar stark bedämpft werden. Und dazu gehört halt eben dann auch mehr als nur die Nachhaltzeit. Dazu gehört, dass reflektierende, absorbierende Oberflächen an bestimmte Positionen im Raum gelangen, dass die Raumgeometrie an sich erstmal stimmt, und um all diese Dinge kümmert sich der Raumakustiker idealerweise. Er hat auch diverse Parameter, mit denen er das bewerten kann, jenseits der Sprachverständlichkeit, so Deutlichkeitsmaß, Klarheitsmaß, Seitenschallanteil, all solche Dinge können da eine Rolle spielen. Wir sind aber als Planer häufig schon mal froh, wenn wir überhaupt wissen, unter was für einer akustischen Umgebung wir eigentlich planen müssen. Und da ist jetzt erstmal zu unterscheiden zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Situationen, nämlich einmal Nachhaltzeit von dem Raum ist schon bekannt, also der Raum existiert, jemand anders hat vielleicht schon mal eine Messung gemacht, man selber macht eine Messung der Nachhaltzeit und kann die verwenden, komme ich gleich darauf zu sprechen. Zweite Variante ist, diese Daten liegen nicht vor, der Raum ist vielleicht noch gar nicht gebaut und die Nachhaltzeit muss erstmal berechnet werden. Ja, was ist dann zu tun? Der Planer muss die Oberflächenmaterialien identifizieren, die in dem Raum verwendet werden sollen. Da ist häufig Absprache mit der Architektur notwendig. Er muss diese Oberflächenmaterialien umsetzen in ihre akustische Wirksamkeit. Also er muss identifizieren, was sind die Mechanismen, die wirksam werden bezüglich der Schallabsorption. Dazu nimmt man Tabellenwerke zu Rate, Fachbücher, Datenbanken oder meinetwegen auch Herstellerangaben, wenn es sich um Produkte handelt, die in Bezug auf einen bestimmten Hersteller verwendet werden. Und so weist man erstmal akustische Schallabsorptionsdaten zu bestimmten Oberflächen. Eine Holzoberfläche ist was anderes als ein Teppichfußboden, ist was anderes als eine gelochte Akustikdecke in einem Großraumbüro, und die dafür passenden Parameter werden identifiziert und dann in einem zweiten Schritt einem Simulationsmodell auch entsprechend zugewiesen. Jetzt müssen wir kurz sprechen, was können die Simulationsmodelle so machen im Hinblick auf die Verarbeitung der Nachhaltzeit. Im einfachsten Falle machen die einfach mit diesen Daten nur so eine Art Tabellenkalkulation und rechnen damit statistisch irgendeine Nachhaltzeit aus, aber im besseren Fall imitieren die Simulationsprogramme genau das Gleiche, was auch bei einer Messung passieren würde. Es wird das komplette Schallfeld im Raum simuliert, es werden zum Beispiel Strahlen verfolgt, es werden daraus so Dinge wie Abklingkurven oder auch Impulsantworten simuliert, und daraus kann man dann auch Dinge wie die Nachhaltzeit berechnen. Habe ich eine gemessene Nachhaltzeit, kann ich die in dem ersten Fall, wo ich einfach nur eine Tabellenkalkulation habe, einfach auch eintippen. Also EaseEVAC, so ein Simulationsprogramm für Sprachalarmanlagen wäre so ein Programm. Da kann man zwar auch Oberflächen spezifizieren, aber eigentlich spielt es gar keine Rolle in der Berechnung, welcher Oberfläche ich was zugewiesen habe. Am Ende zählt nur, was unten rauskommt, und die Nachhaltzeit und das Raumvolumen. Und hätte ich diese separat gemessen, könnte ich die einfach eintippen und damit erstmal losrechnen. Habe ich aber ein aufwendiges Simulationsverfahren mit den beschriebenen Berechnungsmöglichkeiten, dann ist in der Regel so eine Art Kalibrierungsprozess notwendig, wo ich iterativ meine Startwerte, die ich ausgewählt habe, für die akustischen Eigenschaften der Oberflächen iterativ verändere, um unter vergleichbaren Randbedingungen, also Quellenposition, Umweltbedingungen
Besetzungsgrad und so weiter, die gleichen Ergebnisse in der Simulation rauszubekommen, die ich auch in der Realität gemessen habe. So, das ist im Groben und Ganzen der Schritt. Habe ich so ein kalibriertes Modell, idealerweise basierend auf einer Messung, dann habe ich beste Voraussetzungen, jetzt in diesem Modell Änderungen vorzunehmen, vielleicht eine raumakustische Empfehlung auszusprechen, unterschiedliche Besetzungsgrade auszuprobieren, unterschiedliche Beschallungsansätze auszuprobieren, um dann am Ende auch meinem Kunden einen Designvorschlag zu machen, der den Randbedingungen auch bestmöglich Genüge wird. Danke dir fürs da mit reinnehmen. Gibt es da Nachfragen, eigene Gedanken, Ideen? Dann meldet euch gerne. Auch da an der Stelle nochmal die Einladung. Thomas guckt auch mal. Hättest du Kandidatinnen, Kandidaten, wo du denkst, da kommt jetzt was, wenn du so ins Publikum guckst? Ja, ich sehe jetzt nichts. Aber vielleicht haben die Kollegen ja noch Fragen. Ja, ihr dürft natürlich auch jederzeit, unabhängig von euren inhaltlichen Programmpunkten, aber dann gehe ich dann mal über zu Anselm. Jetzt habe ich dich ja eben schon so früh reinholen wollen, weil du ja auch so als der Initiator irgendwie dagestanden hast. Bist ja auch sehr, sehr stark unterwegs in der Messung von Lautsprechern und von Systemen. Jetzt ist mir, wenn ich sage, aus Fachkreisen übermittelt worden, dann spreche ich natürlich euch an, dass da häufig diskutiert wird, wie gut sind denn eigentlich Lautsprecher oder Daten von Lautsprecherherstellern, ja, wie gut sind die vergleichbar, wie vertrauenswürdig sind die, das, was da so kommuniziert wird. Sag doch mal, warum ist das so? Weil es ist ja schon entscheidend dann auch für die Nutzung, was man dazu weiß und was dazu kommuniziert wird. Aber warum ist das immer so in Frage zu stellen, wie vertrauenswürdig die Daten sind? Ja, fangen wir mal erstmal mit einer Grundsatzsache an. Also man kann eigentlich nicht sagen, es gibt gute und schlechte Lautsprecher. Es gibt passende und unpassende. Also ein Lautsprecher, der jetzt hier super gut ist, der wäre vielleicht in einer kleinen Konferenzraumbeschallung ungeeignet oder ähnliches. Oder ein Lautsprecher, der in der Kirche besonders gut geeignet ist, den kann man jetzt nicht in einem Konzertsaal einsetzen. So mal als Beispiel. Und das Gleiche, was man für Lautsprecher sagt, kann man auch für Mikrofone sagen und für diverse andere Sachen. Übrigens auch für die Raumakustik. Auch da kann man sagen, es wird ja oft gesagt, dieser Raum hat eine tolle Akustik. Ja, wofür denn? Für einen Chor, für eine Orgel, für perkussive Jazzmusik, das ist immer ganz, ganz schwierig zu sagen. Also man muss immer den Zusammenhang sehen, damit man überhaupt sagen kann, irgendwas ist gut oder schlecht. So, jetzt kommen wir zu den Lautsprechern. Also die Lautsprecher sind jetzt bei der Planung und Simulation genauso eine Quelle wie diverse andere Sachen auch. Also ich habe ja jetzt die Raumakustik, ich habe die Zuhörer oder sogenannte Audience Area, die man irgendwo hat. Ne? So, und dann muss es aber auch Quellen geben. Die Quellen können natürliche Quellen sein, das heißt sprechende Personen, das können Instrumente sein und das können eben Lautsprecher sein. Speziell was unser Thema jetzt betrifft, also in erster Linie machen wir eben Planung für Lautsprecheranlagen und da kommt es natürlich darauf an, wie bringe ich die Lautsprecher in die Simulation rein. Und da gilt genauso wie für die raumakustischen Parameter, bei der Raumakustikberechnung, für die Datensätze der Absorber zum Beispiel, auch für die Lautsprecher. Meine Simulation ist immer nur so genau und liefert so gute Ergebnisse wie das, was ich reintue. So, das sind eben die Lautsprecherdaten. Und ja, da liegt bei uns ein recht großer, sage ich mal, Erfahrungsschatz vor, weil wir ein Messlabor betreiben, um solche Simulationsdaten, die man ja gemeinhin als IS-Daten bezeichnet, also nach dem Programm. Also irgendwann, wenn ein Programm, ich sag mal, 95% Verbreitungsgrad hat, dann wird der Name auch übernommen für andere Dinge. IS-Daten heißt aber nicht pauschal, dass es nur Simulationsdaten für IS sind, sondern auch für andere Programme. Ja. So, und da betreiben wir also ein Messlabor, wo wir diese Daten messen. Und da wird jetzt mal ganz einfach erklärt, Folgendes gemacht. Der Lautsprecher wird an einen Roboterarm gespannt, der greift den Lautsprecher von hinten und dann wird der in alle möglichen Richtungen gedreht und geschwenkt. Also man stellt sich vor, man sitzt im Erdmittelpunkt und guckt durch einen der beiden Pole aufs Mikrofon. Und dann fährt dieser Arm sämtliche Längengrade und Breitengrade ab. Je nachdem, was man möchte. Standardauflösung ist 5 Grad, das dauert dann so 1,5 Stunden, sind irgendwie 2000 Messpunkte. Es gibt aber auch Fälle, wo es notwendig ist, mit 2 Grad oder mit 1 Grad Auflösung zu messen. Dann sprechen wir also schon von 16.000 Messpunkten. Dann läuft die Maschine auch schon mal über Nacht oder auch schon mal einen Tag und eine Nacht.
Das macht die ja alles von selber, insofern ist das nicht so schlimm. Also man schmeißt das an und guckt hin und wieder mal mit der Kamera, tut das Ding in das, was es soll und dann läuft das. Ne? So, und da kommt dann ein Datensatz raus und dieser Datensatz, der wandert dann in eine Datenbank und diese Datenbank, die steht in den Simulationsprogrammen zur Verfügung. Auch soweit, so gut alles. Ne? Die zugehörigen Daten bekommt man in der Regel von den Herstellern. Also man guckt bei dem Hersteller auf der Homepage und da sieht man ja immer so Downloads, ne? Datasheets, Case Drawing und dann vielleicht Simulationsdaten. Ne? Und da kommen dann diese Daten her. Ne? Auch da vielleicht ein bisschen zur Unterscheidung, weil ich gerade sagte, es gibt ja verschiedene Formate. Der Standard ist das sogenannte GLL, Generic Loudspeaker Library Format. Das ist am weitesten verbreitet und ist auch das komplexeste Format. Und dann gibt es aber auch CLF, Common Loudspeaker Format Daten für andere Simulationsprogramme. Und es gibt auch noch ein paar etwas ältere Formate, da möchte ich jetzt aber so im Detail nicht weiter drauf eingehen. Ne? Also diese findet man da meistens. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie korrekt sind diese Daten? Und da kenne ich das aus der Erfahrung raus, dass wir einen Lautsprecher messen, ich sage mal eine klassische 12.2-Box, da kommen dann Simulationsdaten raus und der Auftraggeber rechnet dann nach, diese Box kann mit den Simulationsdaten 120 dB. So, und jetzt zieht er irgendwie so eine Plastikdose aus der Tasche und sagt, die Simulationsdaten sagen, diese Box kann 130 dB. Wie kann das sein? Schon ist der Konflikt irgendwie da. Ich kann dann natürlich beschwören, dass wir natürlich alles richtig machen und richtig rechnen und das auch nachmessen, weil das ist nämlich wichtig, wir messen tatsächlich nach, ob das, was die Simulation anzeigt, auch der Lautsprecher wirklich tut. Ob ich das da auch mit erreichen kann. Ne? Das tun aber viele nicht. Die setzen irgendwelche rechnerischen Daten ein, da steht dann vielleicht nochmal Sternchen, Sternchen, Calculated Max SPL steht dann da, Peak, Peak, Peak und da kommen dann natürlich irgendwelche Werte raus. Und das ist oft das Problem, dass man spricht von irgendwelchen Werten, sagt aber nicht, wie die definiert sind. Und wie zustande kommen? Ja, wie die zustande kommen. Hatte ich jetzt letztlich noch bei einer Messung, haben wir Maximalpegel gemessen. Ja, aber unser Labor misst doch 6 dB mehr. Wie kann das sein? Ja, wie messt ihr denn? Und dann kam eben raus, dass die ganz anders messen. Die messen ohne Verzerrungslimit. Die messen mit einem Signal, was viel mehr den Hochtöner belastet. Und wenn der Hochtöner kräftig ist, kommt natürlich entsprechend mehr raus. So, und da kann es schon mal passieren, dass es da zu einer Diskrepanz kommt. Ne? Daher auch mein Standardspruch, tut, was ihr wollt, aber schreibt hin, was er tut, damit ich es nachvollziehen kann. Jetzt einfach nur hinschreiben, mein Lautsprecher kann 125 dB, ohne zu wissen, das hier. Das ist verfolgt, ne? Das ist auch so ein bisschen diese... Ja, wie und womit macht die Sache natürlich schwierig. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man natürlich selber nachmessen, ob das geht. Wir sind ja in einer komfortablen Situation, wir können das tun. Also bevor ich jetzt irgendwie 500 Lautsprecher in den Bahnhof aufhänge, messe ich ganz gerne mal nach, tut er wirklich das, was er soll, wenn die Daten nicht ohnehin von uns kommen. Kann man aber natürlich auch im kleinen Rahmen selber machen, so eine Messung. Einfach, NTI XL2 davor halten, spezielles Signal drauf, Pegel hochziehen, gucken, was kommt raus. Ne? Da kann man zumindest so ungefähr... Aber da nochmal kurz eingehakt, wenn du sagst, wenn du 500 Lautsprecher irgendwo hinhängst, macht es schon Sinn, das nachzumessen. Ist da die Beobachtung, dass das auch mal passiert wird, dass das mal passiert und es wird vorher nicht nachgemessen? Nee, ich meine vorher nachzumessen, ob der Lautsprecher das kann, was er soll. Klar, es kommt natürlich vor. Ein ganz klassischer Fall ist, ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Ne? Irgendjemand hat einen Lautsprecher, 100 Watt Leistung ist der angegeben. Den hat er in der Simulation verwendet mit 100 Watt und hat festgestellt, dass auf seiner Hörerfläche 90 dB ankommt. Mit einem Sprachsignal. So, jetzt montiert er den Lautsprecher, hat einen 100 Watt Verstärker dran, schickt das Signal drauf, reißt alles voll auf, geht an die Messposition und misst nicht 90 dB, sondern vielleicht nur 81 oder so. So, dann kommt die Frage, wie kann das sein? Wie kann sowas passieren? Und das wird natürlich zu einem Problem, wenn ich vorher versprochen habe, ich kann die und die Schalldruckpegel erreichen oder ich muss die sogar erreichen, weil es sich um eine Sprachalarmanlage handelt, wo gewisse Mindestpegelwerte erforderlich sind in Relation zum vorhandenen Störpegel. Ne? So. Und dann muss man eben mal zurückdenken und sagen, ja, 100 Watt Leistung, wenn ich die da reinschicke, dann macht der Lautsprecher den Datenblatt-Pegelwert. Ne? Aber wie ist der denn definiert? Ist das ein Spitzenpegel womöglich, was ja gerne gemacht wird? Es wird der Peakwert genommen, also das Lauteste, was der Lautsprecher kann. Was ich aber nachher nachmesse, ist ein sogenannter Mittlungspegel. Also gemittelt über eine bestimmte Zeitspanne der Wert. Ne? Und da liegt also zum Beispiel jetzt bei Sprachsignal ein Unterschied von 12 dB dazwischen. Das heißt, um überhaupt diese 100 Watt Leistung in den Verstärker reinzukriegen, in den Lautsprecher reinzukriegen,
müsste mein 100 Watt Verstärker 1200 Watt Peak können. Ja, kann er natürlich nicht. Der kann vielleicht 150 Peak. So, und damit fahre ich den Verstärker sofort ins Limit und ich kriege niemals den entsprechenden Schalldruck raus. Und deswegen ist immer dieser Blick auf das, was steht in den Daten drin, wie sind die Daten gemeint und womit simuliere ich. Simuliere ich mit einem Pink Noise, simuliere ich mit einem Sprachsignal, mit einem Musiksignal. Das muss man immer alles im Auge haben. Das jetzt hier im Detail zu erläutern, würde natürlich viel zu weit gehen. Aber dann kommt natürlich oft die Frage, wer verantwortet denn die Daten, dass die richtig sind? Wer macht das? Macht das die Herausgeber von der Software, sprich AFMG in Berlin. Die sagen natürlich richtigerweise, um Gottes Willen, es gibt Hunderttausende von Lautsprechern, wie sollen wir das prüfen? Können wir ja gar nicht. Wir müssen uns darauf verlassen, dass die Daten, also der Input, den wir bekommen, dass der stimmt. Ne? Und wir messen das nach bei uns, wir schreiben das in die Infodateien rein zu den Lautsprechern, wo es drin steht. Und es gibt von AFMG die sogenannte Laborautorisierung, wo also einige Messlabore autorisiert sind, wo die wissen, die machen das irgendwie richtig. Und da kann man natürlich auch nachgucken, ob jetzt neben der sogenannten Herstellerautorisierung auch eine Laborautorisierung drin ist. Ne? Das ist zumindest so eine Sache, womit man sich so ein bisschen absichern kann. Da gibt es in den USA, gibt es Pat Brown, ne? In England gibt es ein Labor, die eine Autorisierung haben. Ne? Dieses Tier hier ist echt aufdringlich. Ja, aber was ist das? Ja. an dir, was so anziehend ist, genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wer kommt denn, das gerade gerne nochmal geteilt, wer kommt denn so zu euch und lässt messen? Also wer ist da, kann man das so sagen, Kunde? Ja, genau, Kunde, ja, genau. Hast du mal so Beispiele noch? Ja, wenn ich jetzt hochnäsig wäre, würde ich sagen, alle. Alle? Ja. Aber total viele, also wirklich weltweit alles an, ja. Also sowohl die großen amerikanischen Hersteller lassen bei uns messen, ne? Die Engländer auch. Die Engländer zunehmend mit Problemen, weil die nicht wissen, wie sie ihr Material hier nur wieder zurückkriegen durch den Zoll. Also so triviale Randprobleme. Ne? Und die Chinesen lassen bei uns messen. Ne? Und man muss ja auch überlegen, es gibt die großen Hersteller, die haben 20 Lautsprecher im Programm, aber es gibt viele klassische ELA-Hersteller, ich nenne mal nur so Namen wie IC Audio oder Elko Schmidt, die haben eine Produktpalette, das sind 500 Lautsprecher. Deckeneinbau-Lautsprecher in allen Varianten, Wandaufbau-Lautsprecher, Pendel-Lautsprecher, alles, was man sich nur denken kann. Und die werden ja alle, oder viele davon, werden ja in sicherheitsrelevanten Projekten eingesetzt. Mhm. Das heißt, die brauchen auch die Simulationsdaten. Und das ist die große Masse, die für Messungen kommt. Ne? Also es geht wirklich von ganz kleinen Deckenlautsprechern bis hin zu ganz großen Teilen. Ne? Dann gucke ich auch jetzt hier nochmal so ins Publikum rein, ob da Hände hochgehen und jemand noch eine Frage hat zu dem Part gerade von Anselm. Ansonsten springe ich dann nochmal, ja, da guckt er mich schon an, der liebe Rüdiger. Da ist jetzt so dein Thema, auch Workflows, Projektbeteiligte, dass wir da mal drauf eingehen und nimm uns da mal mit rein, wenn wir über die Beschallungsplanung sprechen, welche Arbeitsbereiche und Schnittstellen sind da noch beteiligt und spielen da eine Rolle bei der Beschallungsplanung? Was kannst du da mit uns teilen? Es war halt mein Anliegen, dass ich denke, wir sollten das Spektrum, was als zur Beschallungsplanung dazugehört, noch ein bisschen aufweiten. Wir hatten jetzt die Raumakustik und die Simulation und die Daten und wie man sozusagen da hinkommt. Also die Simulation von Beschallungsanlagen ist sicherlich ein wichtiger Baustein in dem ganzen Planungsprozess. Fängt an bei der Bedarfsanalyse oder überhaupt abzustimmen, welche Aufgabe wird uns gestellt. Wir nutzen dann diese Tools, um Konzept zu entwickeln, das abzustimmen. Einerseits in akustischer oder elektroakustischer Hinsicht das zu betrachten. Es gibt aber noch mehr Leute, die an diesem Planungsprozess üblicherweise beteiligt sind, also angefangen von den technischen Nutzern, die hinterher mit der dann hoffentlich umgesetzten Lösung arbeiten sollen. Gibt es aber auch Leute, die vielleicht die Nutzung des Raumes verkaufen wollen. Da spielen dann optische Aspekte eine Rolle. Es kommen viele Nutzungsszenarien vielleicht zum Tragen. Gibt es verschiedene Spielrichtungen, Einsatzszenarien, Raumgrößen werden verändert. Der Saal ist nicht komplett ausgebucht. Wie geht man mit solchen Abwandlungen bis hin zu der Schnittstelle Medientechnik, also Sprichwort Bedienung, sicherlich ein elementarer Hinweis. Und was den weiteren Fortlauf des Planungsprozesses angeht, kommen halt viele andere Gewerke mit zum Tragen. Also wir müssen uns in der Regel oder routinemäßig mit Architekten unterhalten, mit Statikern, weil Lautsprecher am Ende aufgehängt werden müssen. Es müssen Kabel gezogen werden, also man muss Verkabelungswege generieren, man muss mit dem
Hochbauer oder Trockenbauer reden, weil Löcher irgendwie aufgemacht werden müssen. Und Stromanschlüsse oder Last- und Abwärmefaktoren berücksichtigt werden müssen, also technische Gebäudeausstattung, wäre dann halt noch ein weiterer Teil. Und die muss man halt in irgendeiner Form moderieren oder unter einen Hut bringen, um dann einen Interessenausgleich zu finden, was halt nicht immer, das ist halt immer eine Aufgabe, die gelöst werden muss, würde ich mal so behaupten. Und dann kommen vielleicht noch weitere Aspekte dazu, zu den anderen technischen Gewerken, weil natürlich, ich nenne es mal so, die Videoabteilung oder die Lichtabteilung auch ihre Bedürfnisse hat und Lautsprecher, weil sie üblicherweise halt sichtbar sein werden, vielleicht dadurch Konflikte generieren, weil Sichtlinien gestört werden könnten, Projektionsebenen eine Rolle spielen. So. Und wir als Planungsbüro wir machen das halt, dass wir natürlich solche Sachen mit berücksichtigen und kommunizieren und da diesen Workflow entsprechend umsetzen mit den Tools. Und also mit den Tools soll heißen, wir machen halt einerseits eine akustische und elektroakustische Simulation, Betrachtung, aber wir zeichnen genauso auch Details, wir klären halt solche Sachen wie die Aufhängung, wir machen eine Last- und Abwärmeberechnung, Strombedarfe zu ermitteln, wo wir natürlich auch wieder auf Herstellerdaten angewiesen sind, um realistische Werte zu generieren und nicht nur Spitzenwerte, die dann auftauchen werden. Ne? Das sind halt sozusagen vielfältige Aufgaben, mit denen man sich beschäftigen muss und die vielleicht weniger sexy sind, weil sie mit Beschallung zu tun haben, sondern mit, sag ich mal, knallharter Thermodynamik am Ende. Aber ich finde es halt tatsächlich auch interessant, dass dieses Feld, mit dem wir uns bewegen, halt so umfangreich gestaltet ist. Du hast gerade davon gesprochen, dass es das zu moderieren gilt, ne, zwischen den verschiedenen Gewerken. Was würdest du sagen, hat sich da für euch als Schlüssel zum Erfolg herausgestellt, dass das auch gut moderiert werden kann? Also was ist da dir und euch wichtig, damit das gut funktioniert? Na gut, sozusagen einer ist natürlich sozusagen so der menschliche Umgang, sicherlich Kernelement, aber am Ende spielt es, glaube ich, schon noch eine Rolle, dass wir auch die Sprache der anderen Beteiligten sprechen oder verstehen können. Und sag ich mal, zumindest irgendwie hinreichend viel Ahnung haben von den anderen Bereichen, damit ich irgendwie, angefangen von den Fachbegriffen, halt weiß, was das für Konsequenzen hat oder vielleicht auch wir Ideen haben, die wir noch mit einbringen können, weil wir schon mal Projekte umgesetzt haben und gesagt haben, okay, die Art von Schalldämpfer bei deiner Lüftung wird nicht ausreichen, weil wir leiser sein müssen. Oder umgekehrt kann ich auch sagen, okay, ich kann meine Verlustleistung meiner Verstärker nicht nur in Kilowattstunden, sondern auch in BTUs, aber sozusagen als andere Größeneinheit sofort rausspucken oder weiß, dass der Elektroplaner froh ist, dass ich ihm nicht nur einen Spitzenwert hinschmeiße, sondern sage, okay, meine Anlage läuft üblicherweise mit dem Programmsignal, also habe ich ein Verhältnis von Spitzen zu Dauerschallpegel und daraus resultiert eine bestimmte Stromaufnahme, die viel niedriger sein wird als das, was ich in der Spitze vielleicht mal brauchen könnte. Und damit dimensioniere ich die Klimaanlage in meinem Technikraum ganz anders. Zum Beispiel. Und solche Abhängigkeiten zu verstehen, ist vielleicht auch elementar wichtig, um dann am Ende auch eine gute Beschallungsplanung zu machen. Aber wie du es gerade sagst, ich glaube, in allen Bereichen in der Branche dieses Verständnis und das Bewusstsein auch zu haben, ist so eine wichtige Grundlage, um dann richtig untereinander dann auch vermitteln zu können. Jetzt hat das ja sehr gut geklappt, zum Beispiel bei euch beim CCH. Da habt ihr 2 Säle dann nochmal ausgestattet, glaube ich. Da war auch was zu gelesen. Was waren da vielleicht so ein paar Überlegungen, die denen besonders gut gefallen haben, womit ihr da euch profilieren konntet? Na, also sagen unser Ansatz ist ja in der Regel, dass wir, nachdem wir wissen, was der Kunde grundsätzlich an Anforderungen hat, jetzt nicht irgendwie losziehen und sagen, wir entwickeln nur eine Lösung, sondern wir versuchen schon irgendwie eine Offenheit, also so es denn gewünscht ist auch, zu haben, weil es halt vielleicht eine gewisse Bandbreite an möglichen Lösungen geben wird, die wir untersuchen, dass wir eine Machbarkeit uns anschauen, dass wir sie auch visualisieren, entsprechend gerenderte Bilder generieren, um auch den vielleicht weniger technischen Beteiligten deutlich zu machen, wie das vielleicht am Ende dann aussehen wird. Also die Sales-Abteilung freut sich dann zu sehen, okay, irgendwie Lösung A, B, C ist unterschiedlich groß, man kann es in der Farbe anpassen, Positionen werden vielleicht nochmal optimiert und solche Prozesse spielen dabei eine Rolle. Und auch da finde ich, kommt es zum Tragen, dass halt sich auch
quasi die Möglichkeiten weiterentwickeln. Also die Lösung ist also das Beispiel ist halt ganz lustig, weil ich halt vor gut 20 Jahren schon mal zum Beispiel in Saal 1 eine Anlage eingebaut habe mit dem damals sozusagen aktuellen System, wo wir uns auch mit Dingen beschäftigt haben, die es damals noch nicht so verbreitet haben. Also wir haben Bus Arrays irgendwie installiert mit kardioiden Charakteristiken und Endfire, Sachen, die natürlich jetzt nicht unbekannt waren, aber auf jeden Fall nie diese Verbreitung hatten. Da gab es noch kein Cardioid-Setup in den Endstufen der Hersteller, das erst viel später gekommen ist, weil wir es aber für nötig erachtet haben und so machen wir das jetzt im Planungsprozess heutzutage genauso, dass wir gucken, was ist am Markt verfügbar, was kann man einsetzen, welche technische Lösung kommt da zum Tragen. Wir machen zum Teil Testbeschallung, um meinetwegen abschätzen, also vielleicht besser oder noch zu verifizieren, was wir in der Simulation schon herausgefunden haben, wie elementar wichtig ist, zum Beispiel Abstrahlverhalten, kardioides Verhalten, breitbandiger Art und solche Sachen. Aber halt ein Aspekt, der auf jeden Fall vernachlässigt werden sollte, war wirklich immer wieder zu hören, jede Gelegenheit zu nutzen, zu hören, wie Beschallungssysteme klingen. So, und je mehr man sozusagen, das macht vielleicht dann auch unsere Erfahrung und Expertise aus, weil wir halt schon also eine langjährige Erfahrung haben, auch wissen, wie sich das Klangbild verändert hat, was möglich ist, um vielleicht auch immer wieder zurückzukommen. Also der Klassiker ist irgendwie ein kleiner Lautsprecher klingt nach einem kleinen Lautsprecher, ein großer nach einem großen und natürlich hat man seine Präferenzen und sagt, okay, ich mag lieber größere, weil sie entspannender klingen oder ich habe andere Hörgewohnheiten entwickelt über die Jahre und habe andere Anforderungen an meine Lösung. Und das aber immer wieder abzugleichen, also den eigenen Geschmack, aber genauso auch das, was die Kundschaft von uns erwartet oder haben möchte, um am Ende ja auch vielleicht auch Kompromisse in sinnvoller Art und Weise treffen zu können, um zu einer guten Lösung zu gelangen. Eure Kundschaft muss es ja auch wiederum für ihr Publikum, also wenn man jetzt von Veranstaltungsstätten ausgeht, antizipieren, ne? Oder was sie da weiß, was die dann gerne mögen. Danke, dass du das mal hier so dargelegt hast. Zu den Ausführungen jetzt von Rüdiger noch Fragen. Ich mag gerne immer wieder dazu einladen. Ansonsten darf ich Holger noch mal adressieren, denn da haben wir noch so einen weiteren Punkt, und zwar Beschallungsplanung im Bereich des Emissionsschutzes. Das haben wir bisher noch nicht beleuchtet. Was hat es damit mit auf sich und was gilt es dazu zu wissen? Nimm uns da gerne mal mit rein. Ja, ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung über all die Benefits oder Nicht-Benefits, die beispielsweise diese Tools, die wir jetzt besprochen haben, haben. Also Punkt 1, es geht darum, wenn Open-Air-Veranstaltungen genehmigt werden müssen, dass irgendwer muss sagen, wie laut ist es eigentlich im Abstand XYZ. Und ich gehe mal davon aus, dass eigentlich sowohl wir als Gutachter als auch alle anderen Kollegen in der Tat als erstes mal ein Beschallungstool aufmachen, um zu gucken, was kommt denn eigentlich in der Entfernung XYZ an. Und erst danach nutzen wir die Mechanismen, die uns durch das Bundesemissionsschutzgesetz vorgeschrieben sind. Diese Koexistenz zwischen dieser Beschallungsplanung auf der einen Seite und diesem Bundesemissionssschutz auf der anderen Seite, das war lange echt ein Problem, weil ihr alle wisst, wir haben da Linienquellen, aber der Bundesemissionssschutz, der kann nur Kugelquellen. Und da gibt es netterweise in letzter Zeit viele Bestrebungen, wie man diese beiden Welten miteinander verbinden kann. Also es sind jetzt Schnittstellen definiert worden, Stichwort SDE, wo man wirklich sagen kann, ich nehme mir ein Beschallungstool, exportiere daraus die Informationen, die ich brauche, quasi per Datei und führe das dann in die Welt des Emissionsschutzes wirklich durch einen Dateiexport rein. Und das ist ein Aha-Erlebnis für Menschen, die das schon lange Zeit betreiben, weil es so viel einfacher geworden ist, das zu tun. Und die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind sehr, sehr viel akkurater. Und spannend in diesem ganzen Umfeld ist, dass wir eigentlich alle Prognosen, die wir in diesem Bereich machen, auch direkt nachmessen, weil wir die Chance haben, sie nachzumessen. Und Punkt B auch, weil wir eigentlich gezwungen werden, oder der Veranstalter wird gezwungen, eine Nachmessung zu machen, zu verifizieren, ob denn irgendwelche Richtwerte überschritten werden oder nicht. Das heißt, da ist eine sehr viel höhere Vorgabekontrolle eigentlich im Rollen. Und das ist eine nette, schöne Entwicklung, die viele Leute, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Zettel haben, dass auch nicht nur das Lautermachen, das Charmante, das gute Qualitative Lautermachen sinnig ist, sondern dass man da auch eine Chance hat, dezent leiser zu machen, weil man endlich mal auch eine Datenbasis hat, mit der man da planen kann. Und vielleicht noch mal abschließend jetzt, so bevor wir vielleicht zu einem offenen Part überkommen. Also ich finde, man darf an diesen Punkten nicht den Eindruck vermitteln, dass das totale Raketentechnik ist, über die wir reden. Also ich bin mir ganz sicher, dass viele Leute, die mit Raumakustik wenig zu tun haben, nach 10 Minuten, wie geht's denn, sagen, oh große Güte, das ist gar nicht. Das Gleiche gilt für Lautsprecher und Ähnlichem. Eigentlich, glaube ich, muss man die Message
dazu bringen, dass man auch, wenn man selber mal versucht und guckt, was da drin passiert, im einzelnen Ansatz auf jeden Fall erstmal einen Eindruck kriegt. Dass nicht jeder in der Lage ist, ein Gutachten zu schreiben, was belastbar, was weiß ich, eine Sprachverständlichkeit für ein Stadion berechnet. Okay, geschenkt, das ist nicht der Punkt. Aber wichtig ist dazu doch klar zu machen, dass diese Tools, die gerade vorhanden sind, auch eigentlich dazu einladen, mal damit zu spielen und zu gucken, wo die Reise hingeht. Und das vielleicht nicht nur der Akustik- oder beschallungsaffine Mensch, sondern vielleicht auch ein TGA-Planer. So die Menschen, die ganz oft anrufen und sagen, große Güte, ich muss ja wieder 20 Lautsprecher verplanen. Wieso, wohin, was mache ich denn damit eigentlich? Und ich denke, das ist eine Variante und eine Message, die vielleicht diese gesamte Veranstaltung noch mal ein Stückchen zusammenfasst. Wie du es gerade sagst, zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt, kann ja im besten Fall auch verhindern, dass man nachher so Schnellschüsse macht, wenn man merkt, ein Projekt muss jetzt schnell zu Ende gebracht werden. Und dann merkst du, wenn alles drin hängt, irgendwie klingt scheiße, ist nicht das richtige System für den Raum. Eigentlich ein toller Raum, aber wir haben nicht an der richtigen Stelle angesetzt. Ne? Wäre da vielleicht noch so deine zusätzliche Empfehlung, wenn man da so ein bisschen unsicher ist? Naja gut, ich meine, mit Menschen sprechen ist der erste Ansatz. Fragen, gar keine Frage. Und ein guter Ratschlag muss ja auch nicht gleich was kosten. Und ich denke, im Umkehrschluss ist es aber auch vielleicht der zweite Punkt zu sagen, wir reden ja hier nicht unbedingt nur über Konzertsäle, Multifunktionsarenen, Stadien. Die probanen oder die klassischen Probleme, die treten ja schon in einem ganz einfachen Videokonferenzraum auf. Und das ist ein ganz spannendes Ding, weil jeder Nutzer, der dann da reingeht, wird relativ schnell hören, ob die Nachhaltigkeit bei einer Sekunde liegt oder ob man es doch vielleicht auf eine 0,4 geschafft hat. Weil wenn ihm nämlich der Rezipient auf der anderen Seite eben um die Ohren schlägt, dass sie gar nicht zu verstehen ist, weil es so Dreifachstimmen kommt, wenn eine Person redet, dann ist es klar, dass da was schiefgelaufen ist. Ich will nur sagen, man muss nicht Monsterprojekte haben, um in ein Problem zu kommen. Gleichzeitig kann man auch diese Probleme relativ einfach und überschaubar lösen. Also auch beim Kleinen schon hinschauen. Das sagen wir hier auf der Mainstage. Ich habe auch eben mal seinen Blick gesucht, so als es darum ging, ja, sich mal umzugucken, was da alles so an Materialien hängt. Gehe ich richtig der Annahme, dass ihr da auch gar nicht anders könnt, als immer so rumzugucken, was ist denn da eingesetzt? Ja. Wahrscheinlich eben schon, als ihr da vorne reinkamt. Hole ich mir ein Ja ab, oder? Er ist eine Berufskrankheit. Ja, keine Frage. Klar, kann ich auch nur bestätigen. Also wenn ich in eine Kirche komme, meine Frau geht da zum Altar und kniet da oder weiß nicht was, und ich gehe zu den Lautsprechern und gucke, was hängt da an Lautsprechern drin und wie ist das gemacht. Schon wieder Anselm, okay. Ja. Aber vielleicht noch ein Statement zum Thema Emissionsschutz, was du gerade sagtest. Da haben wir ja auch öfter mit zu tun. Und da finde ich, das ist jetzt mein privates politisches Statement, dass da oft die TA-Lärm benutzt wird, einfach um Veranstaltungen auch zu verhindern. Dass gesagt wird, du Veranstalter, du machst komische Sachen, das will ich nicht, leg mal ein Gutachten vorher. Das ist so teuer, das kann der Veranstalter nicht bezahlen. Zack, ist die Veranstaltung schon vom Tisch. Oder auch, dass von vornherein klar ist, dass da Werte festgesetzt werden, die überhaupt nicht eingehalten werden können. Da steht ein Stadion am Stadtrand, direkt daneben ist ein Wohngebiet, da wohnen zufällig auch noch ein paar bekannte Leute. Und dann werden da Werte vorgegeben, die eingehalten werden müssen. Die kann man überhaupt nicht einhalten, das geht nicht. Das ist vollkommen unmöglich. Ne? Und da finde ich, ist eine gewisse Diskrepanz zwischen den Werten, die da gefordert werden, selbst für einzelne Veranstaltungen, in Relation zum Beispiel zu dem, was an Verkehrslärm einfach geduldet wird. Das passt überhaupt nicht zusammen. Also da sehe ich einen gewissen Widerspruch, der mich auch jedes Mal wieder ärgert, wenn man mit solchen Sachen zu tun hat. Ne? Weil da dann, wie du es beschreibst, so ganz punktuell hingeschaut wird, weil man wahrscheinlich auch schon genau weiß, dass das nicht angebracht werden kann. Ja. Oder dass zum Beispiel ein einziger Anwohner kann eine ganze Veranstaltung verhindern, wenn er will. Das ist möglich. Also er kann damit alles blockieren oder zumindest so, dass es abends um 8 Uhr zu Ende sein muss, was ja für ein Konzert irgendwie ein K.O.-Kriterium ist. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt an der stark befahrenen Straße oder so wohnt, hat man überhaupt keine Chance, irgendwas durchzusetzen zur Lärmreduzierung oder so. Und das finde ich da ist eigentlich politisches Handeln gefordert. Also nicht technisch, sondern aus politischer Sicht. Ne? Also das politische Statement selber von dir noch so anmoderiert hier. Ja. Ich habe ein schönes Gegenbeispiel gerade erlebt, weil ich zum ersten Mal beim Green Juice Festival in Bonn war. Die haben ja da das Festival wirklich inmitten eines Wohngebietes. Ja. Und da ist auch wieder das Thema Kommunikation. Die haben von Anfang an die Nachbarschaft mitgenommen. Es gibt da ein Fest für die Nachbarschaft. Die haben eigene Verkaufsstände, also das ist jetzt nochmal so ein sehr, sehr positives Beispiel, aber auch da ist es wieder Kommunikation, Verständnis, einen Stolz in der Nachbarschaft schaffen
für die Lautstärke, Ja. die dort stattfindet. Aber die halten sich auch dran, dass um 10 Uhr, glaube ich, dann ist auch der Headliner durch. Ja, genau, das wird ja auch bei irgendwelchen Festivals oft versucht, also das Umfeld mit reinzunehmen. Aber das Schlimme ist ja, es reicht ein einziger Quellgeist in der Runde und schon ist das Problem da. Ne? Ja, weißt du, wie die das machen? Die bezahlen dem Hotel tatsächlich über das Wochenende. Ja. Ja, aber ich denke, das darf man nicht so global fassen. Es steht und fällt auch immer, wer in der Verwaltung sitzt. Ja. Also es gibt Bundesländer, gucken wir mal nach Berlin, da ist das mittlerweile mit einem eigenen Bundesemissionsschutz oder mit einem eigenen Landesemissionsschutzgesetz geklärt. Da herrschen sehr viel eindeutigere Verhältnisse. Und Verhältnisse, die teilweise auch dazu führen, dass man Veranstaltungen durchführen kann, die man vorher nicht durchführen konnte. Einfach unter dem Aspekt, dass man schon so ein bisschen aus Anselmsrichtungen kam und sagt, wir müssen manche Sachen gangbar machen, wir müssen sie nicht machen. So ein Land wie Schleswig-Holstein wird sich diesen Aufwand niemals leisten können, weil sie einfach die Anzahl von Veranstaltungen nicht haben, weil sie den Stellenwert nicht haben. Und da greift man dann auf Regularien aus den letzten 50 Jahren zurück. Und da ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber selbst da immer noch steht und fällt das mit der und die oder die Person, die denn dann da vor Ort mehr oder minder den ersten Schritt machen muss in der Verwaltung. Aber gut, wir sind vom Thema weg. Und die hoffentlich dann auch eure Expertise jeweils nutzen. Die haben wir jetzt hier schon auf die Bühne gebracht. An der Stelle schon mal herzlichen Dank. Wenn jetzt Fragen da sind, wir haben ja gesagt, ne, so hinten raus ganz offen, was euch dann noch in den Sinn kommt, was ihr gerne an die 4 hier adressieren möchtet, dann könnt ihr das gerne jetzt auch in der Öffentlichkeit tun und wir kommen dann mit einem Handmikro zu euch. Ansonsten, Anselm ist mir gesteckt worden, hatten wir auch gestern mal kurz drüber gesprochen, es gibt ja die Lead Lounge mit den Community Talks und da wird das Thema Audio auch nochmal aufgegriffen. Da bist du mit am Start, je nachdem, oder ihr alle zusammen dann. 15 bis 16 Uhr ist da die angedachte Zeit, so wurde sie kommuniziert im Programm. Bist du so lange da oder musst du früher weg? Also ich erfahre die Zeit jetzt auch erst, aber wir sind da. Also ihr seid da. Dann hast du auch vorher noch eine Ja. Mittagspause, das ist auch gut, das passt dann gut. Nee, das war nochmal das ganz Finale, was mir zugespielt wurde. Dann nochmal der gemeinsame Blick hier. Wir gucken ja mit dann 10 Augen einmal drauf. Dann sage ich herzlichen Dank für eure Expertise, für eure Leidenschaft, für eure Freundschaft, von der wir profitieren durften hier auf der Bühne. Anselm Görz, Rüdiger Auer, Holger Weidkemper und Thomas Steinbrecher. Vielen, vielen Dank. Das ist nochmal euer Applaus hier bei uns auf der Bühne. Bleibt kurz noch sitzen, denn wir gehen jetzt in die Mittagspause, auch immer ein besonderer Part, den anzumoderieren. Nach der Pause geht es weiter, 14:30 Uhr, dann haben wir die IGVW-Standards der Qualität der Veranstaltungswirtschaft hier bei uns im Fokus. Wir erleben noch eine Live-Podcast-Aufnahme im Anschluss mit den Lichtgesprächen. Da stellen wir die Frage, wohin steuert die Veranstaltungswirtschaft und beantworten sie auch hoffentlich in vielen Teilen. Dann erleben wir eine ganz neue Perspektive, eine ganz neue Kameraperspektive mit der RevCam hier bei uns auf der Bühne und gehen auch noch in das Thema Mental Health beim Touring zwischen Bühne und Burnout. Das werden wir dann hier auch noch auf die Bühne bringen, so als Programmausblick für heute auf der Mainstage, Tag 1. Schön, dass ihr da seid.